Hallo und herzlich willkommen zu diesem Videotutorial der SUB Göttingen. Wir zeigen euch am Beispiel der medizinischen Fachdatenbank PubMed eine sogenannte Datenbankrecherche mit Strategie. Am besten öffnet ihr PubMed immer über die Startseite der SUB, um alle möglichen Lizenzen für die Volltextsuche nutzen zu können. Wenn ihr an einem Rechner arbeitet, der nicht mit dem Campusnetz verbunden ist, empfiehlt es sich, den EduVPN-Client der Universität zu installieren. Weitere Informationen zum Zugriff auf E-Medien von außerhalb des Campusnetzes findet ihr auf unserer Homepage. Als Beispiel haben wir folgende Fragestellung: Ist die Anwendung von Lichttherapie geeignet, um Winterdepressionen zu behandeln? Nun ist es sinnvoll, für die Suchstrategie eine Wortliste in Englisch und Deutsch zu erstellen und die Fragestellung in Aspekte aufzuschlüsseln sowie Synonyme und verwandte Begriffe zu finden. Da die Suchsprache in den meisten Datenbanken Englisch ist, sollten anderssprachige Suchanfragen immer übersetzt werden. Für solche formalen Vorarbeiten wie das Erstellen einer Wortliste könnt ihr KI-Tools wie ChatGPT oder das universitäre Tool ChatAI der GWDG nutzen. Aus Gründen des Datenschutzes empfehlen wir ChatAI. Der Prompt könnte folgendermaßen aussehen: Erstelle eine Wort- und Synonymliste in Deutsch und Englisch zu den Begriffen Lichttherapie, Winterdepression und Anwendung. Wir erhalten damit eine sehr umfangreiche Wortliste, auf deren Basis wir nun die Suchanfrage in PubMed starten können. Natürlich müsst ihr nicht zwingend alle von ChatAI ausgegebenen Wörter und Begriffe verwenden. Ihr könnt euch auch die für das Thema passendsten heraussuchen und dann damit arbeiten. Beispielhaft verwenden wir jetzt auch nur einige besonders aussagekräftige Suchwörter. Nun führen wir mit den ausgewählten Suchwörtern des ersten Aspekts jeweils eine einfache Suchanfrage durch und kümmern uns zunächst nicht um die Ergebnislisten. Dies wiederholen wir mit ausgewählten Suchwörtern des zweiten und dritten Aspekts. Wenn wir nun auf den Button Advanced klicken, sehen wir die Search History der Suchanfrage. Nun verbinden wir die Trefferlisten aus den Suchwörtern des ersten Aspektes mit OR. Dazu klicken wir unter dem Reiter Actions die erste Trefferliste an und schieben sie in die Querybox. Dann wiederholen wir dies mit den anderen Trefferlisten des ersten Aspekts und verbinden sie mit Add with OR. Mit einem Klick auf Add to History erhalten wir eine neue Trefferliste. Dies wiederholen wir mit den Trefferlisten der Suchwörter des zweiten und dritten Aspekts. Nun haben wir 3 neue Trefferlisten erhalten, die wir jetzt mit AND verknüpfen. Dazu verschieben wir diese Trefferlisten in die Querybox und verbinden sie jeweils mit AND. Mit einem weiteren Klick auf Add to History bekommen wir eine Trefferliste, die alle Suchwörter aller Aspekte miteinander verbindet und die sich genau mit dem Thema der Fragestellung beschäftigt. Diese Trefferliste kann nun in ein Literaturverwaltungsprogramm, zum Beispiel EndNote oder Zotero, exportiert werden. Alternativ kann die Liste auch noch mit den Filtern in PubMed weiter bearbeitet werden. Nach wie vor empfehlen wir, die Literaturrecherche in Eigenleistung in den qualitätsgeprüften Datenbanken durchzuführen und die KI-Tools nur für formale Vorarbeiten zu nutzen, so wie wir es hier im Video gezeigt haben. Denn bei den KI-Tools weiß man oft nicht, welche Daten sie eigentlich genau enthalten und wie aktuell diese sind. Außerdem ist die Reproduzierbarkeit der Ergebnisse nicht gewährleistet und man kann nicht immer sicher sein,
ob die Ergebnisdokumente wirklich alle qualitätsgeprüft sind. Wenn ihr die kostenfreien Varianten benutzt, bekommt ihr unter Umständen auch zu wenig Treffer bzw. könnt nicht einordnen, ob ihr die für euch wichtigsten auch gefunden habt. Solltet ihr Fragen haben oder weitere Hilfe benötigen, wendet euch gerne an uns.